Attilio AG ist eines der größten Werbetechnikunternehmen in der Schweiz. Mit einer bald 80-jährigen Firmengeschichte und eines der kompetentesten Anbietern im Bereich der Werbetechnik. Mein Name ist Manuel Böschenstein. Ich bin der Verkaufsleiter von Attilio AG hier in der Schweiz, in Gossau, im schönen Zürcher Oberland. Wir sind eines der größten und ältesten Werbetechnikunternehmen in der Schweiz mit einer 80-jährigen Firmengeschichte und wird jetzt in der dritten Generation geführt von Mark Meyer. Wir sind im Bereich der Werbetechnik zu Hause. Darunter verstehen wir Beschriftungen, digitale Werbetechnik, Leuchtwerbung und großformatige Digitaldrucke. Mein Name ist Tarik Bilalovic, ich bin Teamleiter im Digitaldruck bei Attilio AG. Wir haben viele verschiedene Projekte. Unter anderem hatten wir für ein Kantonsspital in St. Gallen Buchstaben, also die Beschriftung, die wir da gemacht haben, hauptsächlich mit PETG. Wir drucken aber auch mit PLA oder mit ProHT, je nachdem, was für Bereiche das abgedeckt werden müssen, also von den Materialbeschaffenheiten. Ein Projekt, das uns gefordert hat, war die Signaletik vom Kantonsspital St. Gallen herzustellen und umzusetzen. Zum Zeitpunkt, als wir den Auftrag erhalten haben, waren wir noch gar nicht in der Lage, diesen Auftrag umzusetzen. Erst durch die Investition in einen BigRep 3D-Drucker hatten wir die Lösung im Haus, das Ganze zu realisieren. Hier sehen wir das Ergebnis der Signaletik oder eines Signaletik-Elementes, wie wir es hergestellt haben. Dies in der Qualität, wenn es aus dem Drucker kommt. In der Gesamtumsetzung am Schluss mit der Lackierung und den benötigten Magneten hier drin waren es zwei Elemente, die dann wie eine Schachtel ineinander gestellt wurden. Wurde der Kundenwunsch berücksichtigt oder konnte der Kundenwunsch berücksichtigt werden, dass wir hier eine schöne Nut erhalten mit gleichmäßigen Abständen. Die One ist einzigartig mit der Bauraumgröße auf jeden Fall. Die Bedienung ist relativ einfach. Ich finde auch intuitiv und auf den Bediener selbst angepasst. Sie ermöglicht einem relativ spezielle Sachen zu machen für den Innenbereich oder dekorativ oder halt auch für Beschriftungen passt sie sehr gut zu uns als Firma. Was auch positiv ist, ist die Kamera. Finde ich auch super. Dann kann man auch von zu Hause aus schauen, ob der Druck läuft. Finde ich super. Über das Handy kann man sich da mit der Applikation einloggen und sieht dann bequem sozusagen von zu Hause aus, ob es läuft oder nicht. Ja. Wie man weiß, gibt es im Spital erhöhte feuerpolizeiliche Vorschriften. Diese konnten dank unterschiedlichen Filamenten berücksichtigt und erfüllt werden. Sämtliche signaletischen Elemente wurden aus PETG produziert und erfüllen somit die Standards, die gefordert wurden. Vor allem fehlte uns da ein bisschen die Sicherheit von BigRep selber, weil BigRep kann uns natürlich auch gewisse Voreinstellungen oder gewisse Erfahrungswerte mitgeben, die wir bei anderen Materialien nicht hatten. Also für mich persönlich ist es relativ gut, vor allem weil ich auch mit dem NDV2 angefangen habe und dort mit dem Cura gearbeitet habe. Und das Blade ist ja eigentlich eine abgeänderte Version des Cura. Und dementsprechend hatte ich mich schon an das gewöhnt und an die Arbeitsweise gewöhnt, wie man mit dem Slicing umgehen muss. Und finde ich eigentlich gut. Ich finde die One eigentlich eine gute Maschine. Ich finde sie gut, ich bin zufrieden mit ihr. Im Endeffekt hat sie geliefert. Wir konnten den Auftrag fertig machen, obwohl nicht viel Wissen da war bezüglich 3D-Druck. Und ja, sie läuft auch heute noch
Einwandfrei, ja. Die Werbetechnikbranche ist eine kreative Branche. Kunden kommen immer wieder mit neuen Ideen auf uns zu und suchen nach Lösungen, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Durch die Investition in diese BigRep 3D-Druckmaschine haben wir die Möglichkeit, sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden zu realisieren. Jeden Tag sind wir gefordert, kreative Ideen mit unseren Kunden zu besprechen und eine Lösung zu finden. Wir verwenden BigRep bei großen Serien. Wir verwenden BigRep-Produkte aber bei Prototypen oder bei kleineren Projekten, wo eine herkömmliche Produktionsweise nicht zum Ergebnis führen würde. Dank dem 3D-Druck sind nun keine Grenzen gesetzt. Und auch dieses Projekt wäre nicht denkbar gewesen, in dieser Zeit und in dieser Qualität und mit diesen Ansprüchen, die gefordert waren, umzusetzen.